Hi, ich bin die Sui und wir werden heute Remothered Broken Porcelain weiterspielen. Ich bin mal gespannt, denn das letzte Mal sind wir ja hier, beziehungsweise haben hier aufgehört. Ja, das Licht ist ausgegangen. Es war ein ziemlicher Cliffhanger, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin gespannt. Ist denn da Licht? Ist das extra? Oder ist das ein Bug? Kommen wir da durch? Ich traue dem Braten nicht. Denn in der ersten Folge sind wir ja, ich meine, sogar hier gelandet. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist tatsächlich ein kleiner Bug hier. Ah, ja. Hm. Bin mir nicht sicher, ob wir... Moment, was haben wir denn? Wir haben gar keine Aufgabe. Okay. Gar keine? Hm. Könnte natürlich interessant werden. Wir gehen einfach mal aus dem Raum raus, denke ich, weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas noch ist. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Wobei das auch keinen Sinn eigentlich macht, wenn wir jetzt zurückgehen. Wir gucken. Nee. Das heißt, wir müssen da irgendwas machen. Vielleicht bin ich auch zu sneaky. Könnte ja auch sein. Das haben wir schon. Können wir da irgendwo was machen? Wyman couldn't possibly have used the business's finances to fund the experiments without someone noticing, which means that Ashman knew everything. Es ist halt tatsächlich jetzt so die Frage, ob es hier irgendwas noch gibt. Vielleicht sollten wir wirklich hier mal rumrennen, was ich aber auch nicht glaube. Kommt man da rein? Tatsächlich. Aber warum sollte ich das tun? Ist halt schwierig, da wir keine Aufgabe haben. Ich weiß nur noch, dass das Licht ausging. Und das war's dann auch schon. Nee, da auf jeden Fall nicht. Geh nochmal hier durch. Und ich gucke mal, ob wir vielleicht da durchkommen. Ich glaube zwar nicht, aber... Nee. It's a try. Hätte ich so mal behauptet. Ist natürlich, jetzt schwierig. Okay. Was habe ich denn fallen lassen? Nee, ich möchte die Schere. Wir gehen mal hier rum und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Ah, guck mal. Oh nein. Aber warum sollten wir nach oben? Ah, okay, ich verstehe. Bingo. Wir müssen hier sogar durch. Oh, oh. Deswegen das Licht tatsächlich. Das mal mit. Und das. Ich warte eigentlich nur.
auf den Jumpscare des Tages. Stelle die Stromversorgung im Vorführraum wieder her. Na, will ich das denn? Warum sollte ich das denn wollen? Haben wir hier irgendwas zum Gucken? Oder was? Wahrscheinlich. Ich warte eigentlich nur drauf, dass wir hier jemanden haben, der uns verfolgt. Ach ja, ich wollte ja einmal kurz auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wie lange meine Folgen werden. Denn die letzten Folgen waren ja eine Dreiviertelstunde lang und ich will die ein bisschen kürzen zumindest. Wir laufen einfach mal normal. Weiß noch nicht, ob das schlau ist, aber vielleicht müssen wir doch da durch. Strom wiederherzustellen. Ich gucke einmal gerade was. Das heißt nämlich ein bisschen zu Meg gerade. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall relativ viel Eisendraht. Und wir können uns hier überall verstecken. Ist natürlich tricky. Müssen wir vielleicht wieder raus? Also ich finde, an manchen Stellen ist das Spiel doch relativ buggy. Zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das ist ein Glockenspiel. Auch wenn man neu reinlädt, dass viele Dialoge dann als nicht ausgeführt sozusagen sind. Ihr wisst, was ich meine. Da liegt doch auch was. Was ist denn das? Also ich bin ein bisschen irritiert, weil das sehe ich schon zum zweiten Mal. Und ich glaube, das könnte ein sammelbares Objekt oder so sein. So, was gibt's denn hier so? Hier ist eine Uhr. Und da. Phenoxyl, die Evolution der Psychiatrie. Der menschliche Geist selbst ist für die emotionalen, psychischen und sensorischen Hemmungen des Organismus wie Angst, Schmerz und Krankheit verantwortlich. Diese Faktoren begrenzen das Überleben, die Entwicklung und die Evolution der Gattung. Phenoxyl wird sich durch Hypnose als das einzige Mittel erweisen, um menschliche Barrieren aufzubrechen und zu unterdrücken und den Organismus zu desensibilisieren. Alles findet nur in unserem Kopf statt. Die Überzeugung davon, schwach zu sein, sogar der Tod selbst. Also, ich glaube, da hatte jemand ein paar Wahnvorstellungen, tatsächlich. Mal gerade gucken, ob man hier irgendwas machen kann. Okay, also wir müssen den Strom neu anstellen für hier. Die Frage ist halt, wo wir das tun. Vielleicht vorne im Raum. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal zurück müssen. Ich gehe aber trotzdem nochmal Safety First hier alles ab und dann gehen wir in den Vorraum. Könnte man nämlich gut vorstellen, dass wir da vielleicht... Ich möchte mal gerade nochmal was probieren. Ich glaube nicht, dass wir so lange fliegen können. Ah, nee, da ist sogar... Ah, wir können so lange fliegen. Interessant. Das ist natürlich good to know. Was ist denn da? Oh, ein Mottenschlüssel. Sehr gut. Brauchen davon mehr. Da ist zwar so ein Kasten, aber anscheinend nicht für den Strom.
Wo ist denn die Tür? Da. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier einmal zurück müssen. Ich hoffe nicht. Ist das, Tatsache. Ich traue dem Ganzen so gut wie gar nicht. Ich würde auch tatsächlich gerne einmal speichern wollen. Bevor hier was passiert und wir ein großes Problem haben. Wir bestätigen das mal. Ich gehe nämlich mal davon aus, dass wir gleich wahrscheinlich den lieben Herrn triggern. Gucken, ob wir hier jetzt... Tatsache. Ich frage mich, warum wir uns das jetzt angucken. Also, wie wir überhaupt auf die Idee kommen. Aber wir machen das mal. Albert, Elias Wyman here. I convinced one of the new arrivals to set the convent on fire. All that was well done. The second Phonoxyl prototype was an utter disaster. The subjects who had been injected suffered serious side effects, such as blindness. Their retinas became extremely photophobic, and their vision was permanently damaged. The Feltons and the Ashmans used me as a scapegoat. Those goddamn traitors. And despite everything, I managed to convince Stefano Ashman to offer me some protection. I was left with no choice but to stage my own death. Er hat es wirklich gemacht. Crippled the men's minds. They had gone mad. They used to recognize me as their leader, but once the parasite started taking over, I was expelled from the hierarchy. I was no longer their mother. Atronosha, and because of them, the disease spread in the nearby area. I too was soon infected. I never thought that Gloria Ashman would survive the fire. She intends to take the role of Mother Artenosha. So I can't let her do that. I have to carry out a group hypnosis in order to get everyone to kneel to me again. Her too, restoring me as their leader. But that porcelain vase, the fracture, though, is what I fear. All of the subjects could be forever left anchored to one another and be stuck in an intermittent hypnotic loop with no hope of salvation. The parasite could choose to independently take over one of the subjects, making him or her the leader, conducting everyone to a single mind, setting everyone in an infinite hypnotic loop. Fuck! Not again! What the hell is going on now? Wo kommt das mit dem Baby her? Was ist dieses Baby? Muss einmal gucken gehen. Mich irritiert das gerade so ein bisschen. Ah, okay. Oh, ist das mit dem Baby unangenehm? Aber sowas von unangenehm. Kann dieses Baby bitte shut up hier? Oh oh.
What is this place? All these clothes and these toys. What does it all mean? Kommt er? Lena? Ich glaube, wir sollen da hinlaufen. Where have I ended up? Soll ich mich da hinsetzen? Ist aber jetzt nicht... This? How did it end up here? Ah, lol, okay. Auf einmal spricht er. Und auf einmal das. Oh, es ist so durcheinander. In a hypnotic loop. As soon as the loudspeaker starts ticking, our minds go back into a limbo. How on earth does this work? It won't turn off! Klappt wohl nicht so gut. Aber wir haben eine Nagel... Ist das eine Nagelpistole? Ich glaube, ja, ne? Da ist noch ein Schlüssel. Oh mein Gott. Okay, das war natürlich jetzt doof. Aua. Nicht. Na, jetzt sind wir schon wieder... Das Problem ist tatsächlich, finde ich, dass der sehr stark bodyblockt. Wir kommen hier nicht mehr raus, tatsächlich. Komm, renn. Okay, wir sind weggekommen. Erstaunlich. Oh, scheiße. Ja gut, ne? Aber das ist echt ein Problem. Also mich regt das auch tatsächlich ein bisschen auf, dass der so krass bodyblockt. Man kann halt nichts machen, ne? Also es ist wirklich dramatical hier. Dramatical. Genau. Deutsch-Englisch. Aua. Na. Da müssen wir leider reladen, sozusagen. Uff. Das ist eine schwierige Situation in meinen Augen. So. Wo ist diese Tür? Oh mein Gott. Okay, er mag kein Licht. Das ist natürlich gut, sage ich mal. Ah, okay. Na komm. Das war, glaube ich, nicht so genius. Oder doch, das war gut. Kann ein bisschen im Kreis hin und her locken. Wir probieren das mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Es ist a tricky situation, würde ich sagen. Eine sehr tricky situation. Er kommt. Er ist genau rechts von uns. Warum läuft er nicht weiter? Er ist halt direkt rechts von uns. Das eigentlich, er würde hier reinkommen. Also, wir müssen, Achtung, ich mache hier einmal besiege Porzellan mit Hilfe der Beleuchtung der Käfige. Ist halt ein Bosskampf, ein kleiner. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, ob wir das überhaupt so hinkriegen.
Okay, das ist ready. Das könnte sehr interessant werden. Wo ist er denn? Na, komm her. Das Ding ist, ich weiß nicht, wo er ist. Ist er? Ein bisschen irritiert tatsächlich. Ich höre ja auch keine Schritte. Hm? Ist der eventuell verbuggt? Na, komm her. Kann ich ihn verletzen? Geht das? Nee. Das, weiß noch nicht, was ich davon halten soll, tatsächlich. Wo ist er hin? Pendelt der die ganze Zeit hin und her, oder was? Hm? Also ich höre Türen. Ich glaube, er ist gerade in diesem Mittelraum. Kann mal gucken, dass ich... Warum kommt er nicht? Hallo? Ah, da. Oh. Hä? Warum kommt er nicht? Bin ich komplett flachsen? Kommt er jetzt? Also entweder ist er so ein bisschen buggy. Ah, da. Okay, das irritiert mich gerade massiv. Oh mein Gott. Die Frage ist, müssen wir das jetzt oft machen? Ich glaube ja, ne? Oder er hat es kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar zurück müssen. Ja, es schaut tatsächlich so aus. Ja, hier sind die. Ah, okay. Na, komm her. Oh. Ew, okay. Welche? Bitte um Hilfe, benutze das Mikrofon. Das könnte interessant werden, denn da hinten ist auch so ein Rohr. Nee, wir können ja so einen kleinen Weg gehen. Das war auf jeden Fall intens. Es war einfacher, als ich dachte. Es war intens. Test. There we go. Anybody there? Lynn! Can anyone hear me? I'm trapped down here. Can somebody help me? Lynn! Lynn! Ich denke nicht, dass die uns hören können. Denn ich denke, dass sie selber in dieser Schleife gerade sind. Help! I'm down here in this shithole. Lynn!
Oh oh. Wer kommt da? Oh, tatsächlich kommt Hilfe. Wow. I'm sorry. I'm sorry. I was never upset with you. It's okay. I understand. I fucked up. And you were right about everything. Jen? Jen? Oh oh. Verliert ihr Bewusstsein? Passiert was mit ihr? Da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht eine Rückblende? Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Niemandes Töchter. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin wirklich sehr, sehr excited gerade. Ich will unbedingt wissen, was jetzt Sache ist. Was hier passiert. Also ich meine, wir haben es schon irgendwo verstanden, denke ich, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Hm? Erstmal einen Film anmachen. Interessant. Warum heult sie denn schon? Es passiert doch gerade noch gar nichts. Außer halt der Film. Aber vielleicht berührt sie das so sehr, dass jemand von draußen den Film abspielt. Oh. Ich glaube, dass die sich sehr, sehr gern haben. Aber die Vermutung hatte ich auch schon bei dem Wiesen... bei der Wiesen-Cutscene. Cutscene. How did you find the movie? Das ist schon süß. They have tons of films here. This place isn't so bad after all. Just kidding. Let's go, you and I. Oh. Seriously? You're the only thing that has ever made me feel alive. I want to start over, from scratch. Das ist schon süß. Explain to me. What exactly are we looking Oh, for? wir spielen sie jetzt. You have to be quiet. Ashman always keeps some cash in the office for small emergencies, etc. Ach, Yes, I like getting Ich a percentage. verstehe. Let's call it a compensation for our services. Wonder if I'll also find my violin. I haven't played it in ages. Die wollen abhauen. Okay. It will be 2 years in November. I needed a roof over my head. Ashman was rebuilding his new project, the hotel. So, here's the new maid. What about you? How was the Flemington Girls and whatever it's called? It wasn't bad, more than anything. Well, we're here. And before that? I ran away. At least that's what I remember. Lynn, it's a sad story. I left it in the past. Do you ever feel the urge to rewrite it all? Change life, change name, feel like a whole new person. All the time. Locked, obviously. What now? Wait, I can try to force it. Have you done it before? No, but I've seen it being done. So, you became a professional after watching it being done. No, but I'm a quick learner. I knew it. Well, hun, let's roll up our sleeves. Can you imagine Ashman's face when he finds out we used his money to pay for train tickets, hotel and the contest? Ich glaube, so schnell sollten wir das gar nicht finden, aber ich dachte, ich gehe mal hier lang. Oh, wow. Oh. Die rote Nonne. Okay. Das war interessant, glaube ich. Sie hat sie kurz gesehen, aber es ist nicht wirklich was passiert. No, nothing.
Da ist kein Bargeld drin. Also wir sind auf jeden Fall ein bisschen zurückgespult in der Zeit, wo wir abhauen wollten. Eliza Zirische. What do we have here? Ah, stimmt, da war ja was Dunkles hinter. Fällt mir gerade ein. Zwar schon ein bisschen her, aber oh oh, Jumpscare. Oder nicht? Look at this. Let's go crazy, would you say? Where did you find that? And what are you planning to do with it? Oh, I almost forgot. You finished it! I convinced myself that we should take part in the contest. We have to try it immediately. But how? I'll show you. Help me out. Ob das so schlau ist? Ich weiß ja nicht. Ich denke, deswegen haben die auch so Ärger bekommen. Sie malt einfach ein Piano da drauf. Also ich hätte das ja nicht im Büro gemacht, mal ganz ehrlich. Ich wäre damit erstmal raus mit dem ganzen Kram. Hätte vielleicht die Tür auch wieder abgeschlossen. How? Pretend you can hear the music. I'll guide you. Sorry. Bin momentan etwas müde. No. Bin ich ja mal gespannt, wie das mit den beiden weitergeht. Denn ich gehe ja immer noch davon aus, dass Jennifer Reed sie ist, weil macht Sinn. Das heißt aber, dass wir sie, also ihre Freundin, nicht mitgenommen haben oder vergessen haben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie nicht stirbt, aber ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen tatsächlich. Es wäre schon sehr traurig. Ich glaube, dann würden sogar hier Tränchen kullern. Ich werde den Part aber gleich nach der Cutscene einmal beenden. No, küssen die sich? Oh, süß. Oh nein. Oh, sie wollten Liebe zeigen. Warum unterbrechen die das? Jennifer. Oh oh. Never let me leave. Warum sagt sie das? So. Und hier beende ich den Part auf jeden Fall erstmal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt, beziehungsweise euch das Video angeguckt habt. Und ja, vielleicht wollt ihr ja dabei bleiben und entscheidet euch zu abonnieren. Das wäre sehr, sehr toll. Und sonst bis zum nächsten Part auf jeden Fall. Tschüss.